Esst ihr auch genügend Hülsenfrüchte? Dann haben wir heute was Leckeres für euch. Butter Beans. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Der Star unseres heutigen Rezepts sind Butter Beans. Ihr kennt sie vielleicht auch unter dem Namen Limabohnen. Ihren Namen Butter Beans haben sie wegen ihres milden, butterigen Geschmacks und der passt richtig gut zu unserer Butter Masala Soße. Butter Beans gibt es bereits vorgegart in der Dose oder ihr macht es wie wir im Schnellgarer. Die Bohnen haben wir über Nacht eingeweicht, um das Kochen zu erleichtern. Als Faustregel könnt ihr euch merken, dass getrocknete Bohnen nach dem Einweichen ungefähr das Doppelte wiegen. Außerdem werden die trockenen Butter Beans nach dem Kochen richtige Riesenbohnen. Die Variante aus der Dose ist ein wenig kleiner. Das Einweichwasser könnt ihr wegschütten und die Bohnen in einem Topf mit frischem, kaltem Wasser übergießen. Lasst sie kurz kräftig aufkochen, sodass sich Schaum bildet. Schöpft den zähflüssigen Schaum ab, so werden die Bohnen bekömmlicher. Jetzt geben wir noch ein wenig Nelken und Kardamom dazu für ein dezentes Gewürzaroma. Die Kochzeit hängt von der Größe und dem Alter der Bohnen ab. Bei uns im Schnellgarer haben 5 Minuten auf High Pressure, gefolgt von 15 Minuten Natural Release, gut geklappt. Wenn ihr die Bohnen im Topf kocht, solltet ihr mit 45 bis 60 Minuten Kochzeit rechnen und bei Bedarf mit ein wenig Natron nachhelfen. Wie ihr euch bei uns sicher denken könnt, wir haben eine große bunte Auswahl an Hülsenfrüchten und Dals im Haus. Das ist super praktisch, die Dinger verdoppeln sich ja in der Größe, das heißt ihr spart euch sowohl Platz als auch Verpackung und mit so einem Schnellkochtopf sind die auch ruckzuck energieeffizient durchgekocht, aber für den Notfall sollte man auf jeden Fall immer ein paar Dosen vorgekochte Hülsenfrüchte im Haus haben. Außerdem sind Hülsenfrüchte ein preiswerter Sattmacher und eine gute pflanzliche Eiweißquelle. Im direkten Vergleich ist dieses Rezept deutlich günstiger als das klassische Butter Chicken oder Paneer Butter Masala. Lasst die Bohnen im Sud abkühlen, damit die Schale keine Risse bekommen. Wir kümmern uns so lange schon einmal um die Soße. Der Sponsor für unser heutiges Video ist wieder TRS. Wenn ihr schon mal in einem indischen Lebensmittelgeschäft wart, habt ihr die Marke auf jeden Fall schon mal gesehen. TRS steht übrigens auch für den Namen des Gründers, Taherali Remanji Sutrawala. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Er hat vor über 50 Jahren damit angefangen, für die indische, eigentlich für die gesamte südasiatische Diaspora Gewürze, Hülsenfrüchte und andere Zutaten nach Europa zu importieren. Und mittlerweile findet ihr in jedem Haushalt, in jedem südasiatischen Haushalt in Europa Zutaten von TRS. Eine Zutat, die wir besonders praktisch finden, sind geschälte Kardamomkerne. Sie halten ihr Aroma länger als fertiges Pulver und man kann sich das Schälen sparen. Dieses vegane Butter Masala mit Bohnen werdet ihr in keinem Restaurant finden. Die Idee dazu ist uns durch ein Wortspiel gekommen, denn was passt besser zu Butter Beans als ein Butter Masala? Aber mit dem Twist, dass wir die Soße heute vegan kochen. Sobald eure Zwiebeln glasig sind, könnt ihr die Knobi-Ingwerpaste dazugeben und braten, bis sie nicht mehr roh riecht. Als nächstes folgen die Pulvergewürze. Korianderpulver gibt der Soße ein samtig-nussiges Aroma und Kreuzkümmel ergänzt eine leichte, bittere Süße. Hebt sie kurz unter und gebt dann die Tomaten hinzu. Die Tomaten geben der Soße eine fruchtige Säure. Lasst sie schmoren, bis sie beginnen zu glänzen und ein wenig Öl an der Seite hervortritt. Jetzt ist die Masala-Grundlage fertig und wir können die Soße verfeinern. Nehmt als erstes die Pfanne von der Hitze und rührt Wasser unter. Nun könnt ihr leichter die Zimtstange raussuchen. Die Nelke und die Kardamomkerne pürieren wir mit. Für unsere veganen Butter Beans geben wir einen Schuss Soja-Cuisine dazu. Jetzt bekommen wir schon langsam die charakteristische Farbe, für die das Gericht so beliebt ist. Püriert jetzt die Soße. Bei Bedarf könnt ihr sie anschließend ein wenig sieben, um eine glattere Konsistenz zu bekommen. Statt Butter nehmen wir für unsere Variante Margarine. Außerdem noch Zucker und ein wenig Salz. Für den authentischen Geschmack dürft ihr auch Kasuri Methi, getrockneten Boksonklee, nicht vergessen. Butter Masala ist ein perfektes Einstiegsgericht für die indische Küche. Es ist kinderleicht zu kochen und mit der leckeren, mild-lieblichen Soße haben wir bis jetzt noch jeden begeistern können. Kommt auch bei Kindern gut an. Hebt nun vorsichtig die Bohnen unter, gebt eine Prise Garam Masala über das Gericht und lasst es nochmal 5 Minuten ziehen. Die Butter Beans schmecken am nächsten Tag sogar noch besser, also kocht direkt eine große Portion. Die fertigen Butter Beans entwickeln eine weiche, sämige Textur und haben einen milden, butterartigen Geschmack. Sie passen einfach klasse zur Soße. Wir sind gespannt, wie euch diese Variante gefällt. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video. Tschüss!